Wie unschwer zu erkennen, bin ich heute unterwegs. Ich bin in Ottobrunn bei München und da bin ich bei einem der großen E-Bike-Pioniere eingeladen, und zwar bei Panasonic. Wir werfen heute einen kleinen Blick zurück auf die Geschichte des japanischen Konzerns. Ich habe schon gehört, wir haben einige E-Bike-Oldtimer, nenne ich jetzt mal, die wir uns angucken können. Also wie kam es überhaupt dazu, dass so ein Konzern wie Panasonic auf E-Bike-Motoren setzt, generell das Thema Fahrrad. Und ich kann euch schon mal verraten, als ich zu dem Video recherchiert habe, habe ich einige richtig spannende Sachen rausgekriegt und die verrate ich euch direkt nach dem Intro. Okay, sind wir mal ehrlich, nur die wenigsten werden wahrscheinlich an E-Bikes oder gar Fahrräder denken, wenn sie den Namen Panasonic hören. Gut, bei euch ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber grundsätzlich ist es so, der Technikgigant aus Japan, der ist in so vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Egal, ob das Haushaltsgeräte sind, Kameras, Bildschirme, Akkus, industrielle Anwendungen. Überall ist irgendwie Panasonic drin oder steht drauf. Aber Fahrräder haben durchaus einen hohen Stellenwert im Unternehmen und auch immer gehabt. Das hat auch einen guten Grund, denn das Fahrrad hat durchaus seinen Anteil daran, dass Panasonic heute das Unternehmen bzw. der Konzern ist, den wir kennen. Das Geburtsjahr von Panasonic ist 1918, hieß damals Matsushita, ist der Name des Gründers. Und ganz am Anfang, da hat man sich mit einem Vertrieb von Fassungen für Elektrolampen beschäftigt. Aber ein ganz wichtiger Baustein für den Erfolg des Unternehmens, der kam dann in den 20er Jahren. Und zwar war das eine batteriebetriebene Fahrradlampe, eine elektronische Fahrradlampe. Das war tatsächlich revolutionär, denn bis dahin hat man für die Beleuchtung am Fahrrad Kerzen benutzt oder Öllampen sogar. Und verglichen damit war so eine elektronische Lampe nicht nur deutlich heller, sondern sie hat länger durchgehalten. Und wie gesagt, das war halt ein gigantischer Schritt, müsst ihr mal überlegen, von der Kerze zur batteriebetriebenen Lampe. Und darauf aufbauend wurde dann Matsushita eben zu dem Unternehmen, was wir heute vor allem zumindest bei uns unter Panasonic kennen. Haushaltsgeräte und so weiter. Gerade in den 50er Jahren ging es raketenhaft nach oben. Aber zurück zum Fahrrad. In der japanischen Heimat hat man schon in den 50er Jahren eigene Räder sehr erfolgreich verkauft unter dem Namen National. Das waren Alltagsräder, das waren aber auch sportive Räder. Man hatte eine eigene Rahmenproduktion und so weiter und so fort. Das war ein großes Ding und deswegen hat man dann auch in den 70er Jahren angefangen, die international zu exportieren. Vor allem die USA waren hier ein wichtiger Markt. Und das erfolgte dann unter dem Namen Panasonic. In den 70er Jahren war es auch schon so, dass man ganz vorsichtig versucht hat, so in den Bereich E-Bike seine Zehen ins Wasser zu strecken und erste Experimente zu machen. 1979 hat man hier einen ersten, ich nenne es jetzt mal Prototypen eines E-Bikes vorgestellt, wobei E-Bike ein bisschen vielleicht weit hergeholt ist, zumindest im modernen Sinne. Es war ein Fahrrad, ein Zweirad mit einem Elektroantrieb, hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr mit einem Mofa gemein, aber man hat hier eben schon experimentiert. Trotzdem hat es dann noch eine ganze Zeit gedauert, bis man dann eben was hatte, was einem modernen E-Bike zumindest nahe kommt. Und das war dann Mitte der 90er Jahre, 1995, 1996, der erste Panasonic Mittelmotor. 26 Volt, um die 60 Newtonmeter, ziemlich groß, aber trotzdem, das müsst ihr euch mal überlegen, 1995, das war 15 Jahre vor dem ersten Bosch Classic Mittelmotor. Also da war man verdammt früh dran. Wie gesagt, aus heutiger Sicht erscheinen die Eckdaten von dem damaligen ersten Panasonic Mittelmotor mit 26 Volt Spannung, um die 300, 250 Watt Leistung, 60 Newtonmeter Drehmoment jetzt als nichts Besonderes. Aber wie gesagt, ihr müsst euch überlegen, wie alt das System ist, beziehungsweise wie früh man dran war. Und Anfang der 2000er hat man tatsächlich auch schon angefangen, diesen Motor auf dem europäischen Markt zu vertreiben. Und man hat auch einen starken Partner gefunden, den es bis heute gibt. Ihr seht ein Rad davon hinter mir. Das war Flyer aus der Schweiz. Und das hier ist die Flyer C-Serie. Das war eines der erfolgreichsten Räder für Flyer für eine sehr lange Zeit. Und genau da war eben der 26 Volt Panasonic Mittelmotor verbaut.
Die Akkus damals, ihr seht, hinter dem Sitzrohr, alles noch ein bisschen klobiger. Da wurde die Kapazität übrigens auch noch in Ampere-Stunden angegeben. Die hatten so zwischen 8 und 12 Ampere-Stunden. Das sind so 300 bis 400 Wattstunden bei 26 Volt Spannung. Also alles aus heutiger Sicht, wie gesagt, nichts Besonderes. Trotzdem 1995 bzw. so um die 2000er die ersten Räder. Das Rad, das ihr hinter mir seht, das ist die Flyer C-Serie. Das ist aus 2010 und das Rad fährt tatsächlich noch. Also das funktioniert noch. Und was ich fast noch spannender finde, dieser Panasonic Mittelmotor mit 26 Volt, der wird in günstigen E-Bikes in Japan immer noch verbaut. Der wird auch immer noch produziert und der funktioniert nach wie vor. In der Zeit, also so Anfang, Mitte der 2000er Jahre, da war E-Bike eben noch ein absolutes Nischenprodukt. Die Stückzahlen waren absolut überschaubar und deswegen ist es auch keine Überraschung, dass die Entwicklung relativ langsam war. Also nicht so wie heute, wo quasi alle 2, 3, 4 Jahre neue Motoren kommen. Hat damals ein bisschen länger gedauert. Deswegen der Nachfolger des ursprünglichen Panasonic 26 Volt Mittelmotors, der kam dann 2012 auf den Markt. War gar nicht so groß anders wie sein bewährter Vorgänger. Allerdings hat man die Spannung jetzt auf modernere 36 Volt erhöht und die Akkus wurden auch ein bisschen kleiner und ein bisschen reichweitenstärker. Da gab es jetzt tatsächlich auch schon welche so mit um die 500 Wattstunden Kapazität. Und auch ganz wichtig, diese Räder hatten jetzt erstmals auch einen Geschwindigkeitssensor. Das hatten die alten Räder nicht. Da wusste der Motor nicht so wirklich, was abgeht am Rad, denn der wusste nicht, wie schnell das Rad fährt. Der hatte eine interne Drehzahl, die abgestimmt war eben auf die Kettenblätter bzw. auf die Schaltung und das war's. Der ist immer so gelaufen, wie er halt gelaufen ist. Jetzt ging es eben auch so ein bisschen in Richtung Sensorik. Und so ja, 2012, 2013, das war auch die Zeit, wo das Thema E-Bike jetzt langsam deutlich populärer wird und deutlich wichtiger wird. Und da war Panasonic einer der ganz großen Player und wurde eben mittlerweile nicht mehr nur bei Flyer verbaut, sondern auch andere Hersteller wie zum Beispiel KTM oder Raleigh hatten inzwischen einige E-Bikes im Programm eben mit dem Panasonic 36 Volt Motor. Dass der E-Bike-Markt inzwischen ein anderer war und auch deutlich wichtiger wurde, das sieht man auch jetzt an den Entwicklungszyklen. Denn wie gesagt, 2012 kam der 36 Volt Motor auf den Markt und nur 4 Jahre später kam dann mit dem Panasonic X1 ein extrem innovativer Motor auf den Markt, der heute allerdings so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Der hatte nämlich auch den Namenszusatz Multispeed. Und da lasst gerne mal einen Kommentar da, wenn ihr euch daran erinnern könnt, beziehungsweise wenn ihr wisst, was das war. Denn das war streng genommen der erste Mittelmotor mit einem eingebauten integrierten Getriebe, also mit einer Getriebeschaltung. Lange bevor jetzt im letzten Jahr mit der Pinion MGU das so ein bisschen quasi in der breiten Masse angekommen ist, hatte eben Panasonic genau sowas auf dem Markt. Allerdings, der Unterschied ist schon da, denn das Panasonic Multispeed-System, das war so ein bisschen ein, ja, ich nenne es jetzt mal Relikt seiner Zeit, denn es gab nur 2 Gänge, eine Übersetzungsbandbreite von so um die 140%. Aber das hatte auch seinen Grund, denn es war eigentlich eher als Ersatz für einen Umwerfer gedacht, der jetzt natürlich nicht mehr funktioniert hat, wenn man zurückdenkt an einem E-Bike mit Antriebsritzel und so weiter, damals aber eben noch bei sehr, sehr vielen Rädern zum Einsatz kam. Und deswegen gab es eben dieses Panasonic Multispeed-System mit 2 Gängen, die man direkt schalten konnte, eben um die Bandbreite der Schaltung zu erhöhen. Ansonsten hatte sich an dem Motor gar nicht so viel getan, was Leistungsdaten und so weiter angeht. Er war auch relativ groß und schwer, der hatte fast 5 Kilo und ziemlich spannend bei der Recherche jetzt hier zu dem Video, habe ich bei uns auf dem Kanal tatsächlich ein fast schon historisches Video dazu gefunden von der Eurobike 2015. Ich verlinke es euch einfach mal hier oben und unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da mal reingucken wollt. Nicht erschrecken, war damals alles noch ein bisschen anderes, auch unsere Produktionsqualität. Aber ich fand es super lustig, als ich das gefunden habe, war auch eins unserer ersten Videos. Insofern schaut da doch gerne mal rein, da geht es nicht eben um das Panasonic Multispeed-System. Der nächste große Entwicklungsschritt, der kam dann 2020 und zwar mit den GX-Antrieben. Und diese Motortechnologie, die hat tatsächlich bis heute Bestand. Und der neueste, der jüngste davon, der GX Ultimate Pro,
Der kam 2022 auf den Markt und das ist nach wie vor einer der kräftigsten Mittelmotoren, die wir bisher auch in unseren Prüfstandstests hatten, trotz seines relativ geringen Gewichts von um die 2,9 Kilo. Wenn euch die Details zu dem Motor, zu dem Antrieb, zu allem interessieren, dann verweise ich einfach mal auf unser ausführliches Video dazu. Könnt ihr da gerne mal reingucken. Und so ein bisschen schließt sich damit auch der Kreis, denn diesen Motor, den findet ihr unter anderem eben auch an E-Bikes von Flyer. Das heißt, diese Kooperation, die eben Anfang der 2000er begonnen hat, die hat bis heute Bestand. Gibt's auch nicht mehr so häufig, dass sowas passiert. Aber Panasonic-Motoren, die findet ihr dann eben nicht nur bei Flyer, sondern auch bei anderen Herstellern, zum Beispiel Kellys aus der Slowakei, Leaderfox aus Tschechien oder Ecobike aus Polen. Aber wie geht's jetzt weiter? Allzu viel darf ich euch dazu tatsächlich noch nicht verraten. Allerdings so viel: Panasonic entwickelt sich weiter, Panasonic entwickelt auch andere Dinge weiter, wie zum Beispiel E-Bike-Antriebe. Insofern wird diese Zeitachse, die eben 1995 mit dem 26 Volt Motor angefangen hat, noch weitere Einträge bekommen. Mal schauen, wann ich euch mehr dazu erzählen werde. Ich freue mich jetzt schon drauf und ansonsten hoffe ich, das war heute interessant für euch. Ihr habt vielleicht auch ein paar neue Dinge erfahren, zumindest mir persönlich ging es so. Lasst gerne einen Kommentar und ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.